Das Land der abgehackten Hände, der Echsenmenschen und der geheimnisvollen Monster. Alles an einem Ort und auf einmal. Was ist das? Das ist Kongo. Es tötet nicht schnell, nicht auf einmal. Es trinkt euer Leben Tropfen für Tropfen. Es saugt eure Seele aus mit den Blättern der Bäume, an denen die Kolonialherren ihre ungehorsamen Opfer aufhängten. Es klammert sich an eure Kleidung mit den vertrockneten Händen von 1000 abgehackten Händen. Es ist bereit, euch mit gigantischen Monstern zu zertrampeln. Ihre Körper verstecken sich im Dschungel und warten auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen und euch für immer zu erledigen. Und all das wird mit gleichgültiger Kälte von den Reptilienmenschen beobachtet. Wisst ihr, es wird euch Angst machen. Angst, aber auch Neugier. Und am Ende des Videos das große Rätsel. Warum hat die Welt solche Angst, diesem Ort in die Augen zu sehen, einem Ort, der vielleicht die dunkelste Zukunft unseres Planeten widerspiegelt? Seid ihr bereit? Dann lasst uns den vollen Pfannkuchen geben. Das kalte Blut des Reptilienmenschenstammes im Kongo begann sich der Welt zu öffnen, nachdem die Unabhängigkeit erlangt wurde. Missionare, Wissenschaftler und Forscher strömten in das Land. Vieles von dem, womit sie auf den unbekannten Gebieten konfrontiert wurden, versetzte sie in einen Schockzustand. Ihr werdet mir sicherlich zustimmen, dass daran nichts Überraschendes ist, denn das Land hatte sich lange Zeit vor neugierigen Blicken verborgen. Und plötzlich unbekannte Stämme, geheimnisvolle Flüsse, dichte Wälder. Irgendwelche neuen Phänomene? Die Wissenschaftler konnten es einfach nicht erklären. Eine dieser Rätsel war die Bekanntschaft der Europäer mit dem zuvor unbekannten Stamm der Mongo-Pygmäen. Etwa 40 Personen lebten in einem hochgelegenen, schwer zugänglichen Gebiet und hatten noch nie weiße Menschen gesehen. Die Pygmäen wurden von einer wissenschaftlichen Expedition des französischen Forschers und Ethnographen Césaire Gemont entdeckt. Die Ärzte, die Teil der Expedition waren gelinde gesagt von den Eigenschaften des Blutes der Einheimischen verblüfft. Man hätte es nie geglaubt, aber es stellte sich tatsächlich heraus, dass es weniger heiß war als bei anderen Menschen. Können Sie sich das vorstellen? Die Mongo wurden sogar als das Reptilienvolk bezeichnet. Es stellte sich heraus, dass die Pygmäen im Laufe der Evolution gelernt haben, die Temperatur ihrer Körper an die Umgebung anzupassen. Je kälter die Luft, desto kälter ist ihr Körper. Sie konnten in eine Art Anabiose verfallen, die Körpertemperatur auf 24 Grad senken, die Körperprozesse verlangsamen und in diesem Zustand ungünstige Wetterbedingungen überstehen. Wunder, nicht wahr? Aber sie wurden auch Reptilien genannt, weil der Stamm eine Figur eines auf den Hinterbeinen stehenden Echsen verehrte. Und diese Echse sah äußerlich sehr einem Tyrannosaurus ähnlich. Im Internet stieß ich auch auf Erwähnungen, dass aus dem Rücken von Monk Stacheln wuchsen, die nach einem speziellen Ritual von Schamanen abgesägt wurden. Es wurden jedoch keine konkreten Details dazu angegeben. Ich schlage vor, solche Geschichten der Fantasie derer zu überlassen, die sie erfinden, und zu César Gemont zurückzukehren. Nach seiner Rückkehr nach Frankreich veröffentlichte der Wissenschaftler einen Bericht über die Ergebnisse der Reise und begann, eine neue Expedition in dieselbe Region des Kongo vorzubereiten. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Die Malaria, die der Wissenschaftler während der Expedition eingefangen hatte, erwies sich als viel gefährlicher, als er dachte. 6 Monate später verstarb der Reisende und im Kongo brach einer der zahllosen Bürgerkriege aus. Unter diesen Bedingungen, wie Sie verstehen, kann von Forschungen keine Rede sein. Als die Kampfhandlungen nachließen, stellte sich heraus, dass der Stamm der Reptilienmenschen verschwunden war. Es gelang nicht, ihn zu finden. Es wird angenommen, dass diese 40 Personen in die Kampfzone gerieten und ums Leben kamen. Aber wer weiß, vielleicht wird es eines Tages, wenn auf dem leidgeprüften Boden des Kongo alle Kriege verstummen, gelingen, Menschen wiederzufinden, die in der Lage sind, ihre Körpertemperatur zu senken. Wissen Sie, was der Ausdruck Hand für Kautschuk für die Bewohner des Kongo bedeutete? Ich habe erst kürzlich davon erfahren und konnte zunächst nicht glauben, dass so etwas überhaupt möglich ist. Für diejenigen, die Ende des 19. Jahrhunderts im Kongo lebten, war dies jedoch eine harte Realität. Alles begann damit, dass der belgische König Leopold II. Im Jahr 1885 das Land zu seinem Privateigentum erklärte. Der Welt erzählte er von der Blüte des kleinen Afrikas, während er dort die Hölle schuf. Der Fluch des Kongo wurde der gewöhnliche Kautschuk. Die Einheimischen wurden gezwungen, wie Sklaven zu arbeiten. Zuerst 40 Stunden ohne Bezahlung, dann schließlich nur für die Möglichkeit zu leben, zu atmen. Und bei Nichterfüllung der Vorgaben, raten Sie mal, was sie erwartete. Erschießung? Nein, man sparte an Patronen. Statt Kugeln Äxte, den Menschen wurden die Hände abgehackt. Abgehackte Hände wurden zu einer Art Währung. Der Oberkommissar Karl Lemmer schrieb: Wollt ihr Kautschuk, hackt Hände ab. Nasen und Ohren. Grausam? Für mich sehr. Beim Lesen der Berichte der Offiziere ist es schwer, den Zorn zu unterdrücken. Hier ist ein Eintrag aus dem Jahr 1895. Die Soldaten kehrten mit 11 Köpfen zurück. Sie verbrannten das Dorf. Die Strafexpeditionen töteten zum Vergnügen und die Bevölkerung des Kongo verringerte sich in 40 Jahren um 15%. Hunger, Mord und Krankheiten forderten ihren Tribut. Die aus dem Verkauf von Kautschuk erzielten Gelder wurden in den Bau von Eisenbahnen, Parks
und neuen Stadtvierteln in ganz Belgien investiert. Das Land wurde reicher und blühte auf. Auf wessen Kosten und zu welchem Preis interessierte die Belgier nicht. Zeitgenossen nannten Leopold II. Den Baukönig. Leopold hatte einen eigenwilligen Sinn für Humor. Es wurde behauptet, dass er sich gegen das Abhacken von Händen aussprach. Hände sind das einzige von Wert, das es im Kongo gibt, sagte er. Und es wäre besser, etwas anderes abzuhacken. Wie konnte die Welt davor die Augen verschließen? Aber Leopold überzeugte die Öffentlichkeit mit Lügen, indem er die Gräueltaten als Schutz vor Wilden bezeichnete. Die Wahrheit wurde nur von Missionaren aufgedeckt. Im Jahr 1908 schenkte der König aus Angst vor einem Skandal den Kongo dem belgischen Parlament. Aber die echte Unabhängigkeit kam erst im 1960. Vor einigen Jahren begannen in Belgien Forderungen laut zu werden, die Denkmäler des Kolonisators und Unterdrückers Leopold zu entfernen. Und wenn es den Behörden anfangs gelang, diese Skandale zu unterdrücken, dann im Jahr 2020, nach der amerikanischen Kampagne für die Rechte der Schwarzen, gaben die Behörden nach und begannen mit dem Abbau der Denkmäler des Königsbaumeisters. Allerdings sind Pygmäen und Reptilien nur eines der Geheimnisse des Kongo. Wussten Sie zum Beispiel, dass im Herzen des Kongo laut den örtlichen Stämmen immer noch schaurige Kreaturen umherstreifen, die Dinosauriern ähneln? Ich persönlich hatte keine Vorstellung von ihnen, bis ich mit der Vorbereitung dieses Videos begann. Eine der Legenden, die mich beeindruckt hat, war die Legende über den mysteriösen Bewohner des sumpfigen Gebiets im Kongo. Es ist der legendäre Mokele Mbembe, also derjenige, der Flüsse stoppt. Stellen Sie sich vor, ein langer Hals, ein Körper größer als ein Elefant und ein Gebrüll, das einem buchstäblich das Blut in den Adern gefrieren lässt. In der Zeitschrift Science aus den 1980er Jahren, in dem Artikel Lebende Dinosaurier, beschrieben Augenzeugen seine glatte Haut und Fußabdrücke in der Größe einer Pfanne. Den einheimischen Stämmen ist dieses Ungeheuer gut bekannt. Es wird oft in der Folklore und in Überlieferungen erwähnt. Das Ungeheuer, trotz seines nicht gerade besten Rufs, gilt als Vegetarier. Sie sollen sich von nussähnlichen Früchten der Küstenpflanzen ernährt haben und bevorzugten es, sich in tiefen Gewässern und unterirdischen Höhlen niederzulassen. Bereits im Jahr 1909 brachte der deutsche Jäger Karl Hagenbeck in seinem autobiografischen Buch Von Tieren und Menschen Berichte der Einheimischen über einen Halbdrachen, Halbelefanten. Hagenbeck teilte seine Beobachtungen mit seinem Freund, dem Reisenden Joseph Menges. Dieser erklärte, dass er persönlich glaubt, es handele sich um eine Art Dinosaurier, ähnlich einem Brontosaurus. Der deutsche Abenteurer, Filmregisseur und Großwildjäger Hans Schomburgkay erzählte, dass die einheimischen Mokele Mbembe beschuldigen, alle Flusspferde an einem Ort namens Bangwoilusee getötet zu haben. Der deutsche Kapitän Ludwig Lausnitz schrieb über das Ungeheuer Folgendes: Es wird angenommen, dass Kanus, die sich ihm nähern, dem Untergang geweiht sind. Das Tier greift sofort die Boote an und tötet die Besatzungen, frisst aber die Körper nicht. Das Wesen lebt in Höhlen und begibt sich tagsüber ans Ufer auf Nahrungssuche. Am Fluss Sombo zeigte man mir einen Pfad, der angeblich von diesem Tier angelegt wurde, um Nahrung zu beschaffen. Der Pfad war frisch, aber da es dort zu viele Spuren von Elefanten, Flusspferden und anderen großen Säugetieren gab, war es unmöglich, eine bestimmte Spur mit Sicherheit zu identifizieren. Gerüchte über das unglaubliche Tier erregten die Gemüter der Wissenschaftler. Die Forschungen wurden sogar von angesehenen Institutionen wie dem Smithsonian Institut finanziert. Der berühmte Kryptozoologe Ivan Sanderson stieß 1932 in diesem Gebiet auf große Spuren. Er bemerkte auch, wie etwas sehr Großes im Wasser verschwand. Bald verbreiteten sich Gerüchte vom Telesee, dass die Einheimischen tatsächlich eines dieser Wesen getötet hatten. Der Legende nach schleppten die Einheimischen 2 tote Tiere ins Dorf, bereiteten sie zu und aßen sie als Teil. Und es wäre besser gewesen, wenn sie das nicht getan hätten. Alle, die das Fleisch dieses unbekannten Tieres probierten, wurden schwer krank und starben bald. Im Laufe der Zeit versiegten die Gerüchte über den mysteriösen Dinosaurier nicht. In den 1980er Jahren stieß die Expedition von Roy McCall im Dschungel auf gebrochene Äste und Spuren, als ob etwas Massives sich durch das Dickicht bewegt hätte. Später gelang es, ein beängstigendes Brüllen auf Band aufzunehmen. Allerdings brachten die Expeditionsteilnehmer keine weiteren Beweise mit. Ich frage mich wirklich, was diese Leute tatsächlich gesehen haben. Könnte es wirklich ein riesiger Dinosaurier aus der unbekannten Welt von Conan Doyle sein? Was denken Sie? Aber das ist nicht das einzige ungelöste Geheimnis des Kongo. Haben Sie von Emelan Tuka gehört, dem Elefantenmörder? Nein? Die einheimischen Stämme beschreiben ihn als ein gepanzertes Tier mit einem Horn, das in der Lage ist, einen Elefanten zu besiegen. Er ähnelt irgendwie einem Panzer, aber neben dem Horn hat er auch einen mächtigen Schwanz, der einer Keule ähnelt. Damit kann er seinen Feinden ernsthafte Verletzungen zufügen. Ich würde so einem nicht gerne bei einem Spaziergang im Wald begegnen. Und Sie wahrscheinlich auch nicht. Nicht wahr? Wie der Mokele Mbembe soll auch dieser gepanzerte Koloss angeblich im Wasser leben. Laut Legenden ist der Emelan Tuka ein Vegetarier.
aber sein Charakter ist nicht ohne. Sobald er Gefahr wittert, ertönt ein wildes Brüllen in der Umgebung. Versuche, dich dieser Tötungsmaschine zu nähern, selbst wenn du ein Nashorn, Büffel oder Elefant bist. Ein gewisser Joseph Hughes schrieb in 1933 in seinem Buch 18 Jahre am Bangweulu-See über einen der Emelan Tuka, der von Einheimischen getötet wurde. Andere Reisende stimmten ihm zu. 20 Jahre später erschien im Magazin Mammalia ein Artikel des ehemaligen Jagdinspektors Lucien Blancoux. Darin wies er darauf hin: Es ist bekannt, dass es ein Tier gibt, das manchmal Elefanten ausweidet, aber es scheint, dass es dort jetzt nicht mehr verbreitet ist. Es wurde angenommen, dass ein Exemplar vor 20 Jahren in Dongo getötet wurde, aber tatsächlich befindet es sich links vom Ubangi-Fluss und im belgischen Kongo. In den 1980er Jahren reiste Dr. Roy Makal in den Kongo, um den viel Aufsehen erregenden Mokele zu suchen, und in seinem Buch Living Dinosaur teilt er Geschichten über Emil, Ntuka. Makal selbst war überzeugt, dass dieses Wesen nichts anderes als ein wundersam erhaltener Reliktcentrosaurus war, der ein großes Horn hatte. Andere glaubten, dass dieses Wesen überhaupt kein Dinosaurier war, sondern eher einer neuen Art von halbaquatischem Nashorn ähnelte. Allerdings ist es auch in unserer Zeit ziemlich schwierig, solche Vermutungen zu überprüfen. Das Gebiet, aus dem die Gerüchte stammen, ist unglaublich isoliert, es ist schwer, dorthin zu gelangen und von systematischen wissenschaftlichen Untersuchungen ganz zu schweigen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich persönlich macht dieser Umstand ziemlich traurig. Man muss sich vorerst damit abfinden, dass Emil Ntuka anscheinend äußerlich anderen Wesen ähnelt, die für Dinosaurier gehalten werden. Nehmen wir zum Beispiel einen starken kleinen Raubtier in einer Rüstung aus Knochenplatten, der, wie die Legenden besagen, in den Dschungeln Kenias lebt und Muhuru genannt wird. Sie werden Yoba Fofi genannt, und es sind riesige Spinnen mit einer Beinspannweite von 4 bis 6 Fuß und der Größe eines Hundes. Ich gehöre nicht zu den Arachnophobikern, aber selbst ich fühlte mich unwohl, als ich mir dieses Wesen vorstellte, das unter einem Baum hervorkriecht. 1938 entkamen die Eheleute Lloyd nur knapp einer Begegnung mit einem von ihnen. Zuerst hielten sie das unverständliche Etwas für einen Affen. Man kann sich ihr Erstaunen vorstellen, als ein Spinne mit 5 Fuß langen Beinen vor ihrem Lastwagen vorbeiraste. Margarete Lloyd soll verlangt haben, sofort nach Hause zurückzukehren. Und ihre Angst kann ich durchaus nachvollziehen. Die Wissenschaftler nahmen ihre Berichte jedoch ziemlich skeptisch auf, aber die einheimischen Stämme beschreiben die Eier, die Färbung und sogar die Jagdgewohnheiten dieser Ungeheuer. Was denken Sie, wozu ein solches Monster fähig ist? Die Einheimischen behaupten, dass sie auf Vögel, kleine Antilopen und sogar Affen jagen, indem sie ein Netz zwischen den Bäumen spannen. Und ihr Gift, so heißt es, ist so stark, dass es einen Menschen in wenigen Minuten tötet. Wie soll man solche Geschichten einordnen? Es werden noch schrecklichere Fälle berichtet. Wie gefällt Ihnen die Geschichte über den Missionar Arthur Symes und seine Träger? Den uns zugekommenen Informationen zufolge verhedderten sie sich in einem undurchdringlichen Netz am Nyasa-See. Bald darauf griffen 2 riesige Spinnen die Menschen an und sie starben an den Bissen. Die Unglücklichen hatten nicht einmal Zeit, ihre Revolver zu ziehen. Auch die Berichte des Naturforschers William Gibbons sind faszinierend. Basierend auf den Aussagen der Einheimischen behauptete er, dass die Spinnen Eier in der Größe von Erdnüssen in ganzen Trauben legen. Die kürzlich geschlüpften Spinnen haben eine leuchtend gelbe Farbe mit einem violetten Bauch. Wenn sie älter werden, nehmen sie eine dunkelbraune Farbe an. Die einheimischen Stämme beschreiben sie ganz ernsthaft als Teil des Ökosystems ohne Mystik. Stellen Sie sich vor, Nogibonso gelang es, Beweise für die Aktivität riesiger Spinnen im Dschungel Afrikas zu finden. Ganz kürzlich. Seinen Angaben zufolge hörte er vor nur 25 Jahren vom Häuptling des Baka-Stammes, dass Yeba Fofi ein Nest in der Nähe des Dorfes gebaut hatte. Leider gibt der Wissenschaftler zu, dass es immer weniger Gerüchte über die Spinnen gibt. Daraus schließt er, dass die Insekten, falls sie existieren, allmählich aussterben oder dorthin migrieren, wo es keine Menschen gibt. Übrigens, hier ist ein Paradoxon. Trotz aller von denselben Gibonen gesammelten Informationen erkennt die Wissenschaft die Existenz nicht an. Yeba Fofi. Aber warum? Die Sache ist die: Es stellt sich heraus, dass alles auf die Physiologie hinausläuft. Erstens ist da die Atmung. Spinnen atmen durch Buchlungen oder Tracheen und diese sind für große Lebewesen ineffizient. Zur Zeit der Dinosaurier gab es mehr Sauerstoff, aber selbst damals wurden keine Riesen in der Größe eines Hundes gefunden. Heute ist der größte Spinne der Goliath-Vogelspinne mit einer Größe von 11 Zoll und einem Gewicht von 6 Unzen. Eine ansehnliche Größe erreicht auch die riesige Jägerspinne mit einer Beinspannweite 12 Zoll. Das ist natürlich beachtlich, aber es passt keineswegs zu den Geschichten von Ajiba Fofi. Vergleichen Sie selbst 5 Fuß und 12 Zoll. Ja, das ist Gulliver und die Lilliputaner, nicht wahr? Zweitens, das Exoskelett. Sein Gewicht wächst schneller als die Muskelkraft. Stellen Sie sich eine Spinnenkrabbe mit 12 Fuß langen Beinen vor.
aber sie lebt im Wasser und das Wasser trägt ihr Gewicht. Ein landlebender Kokosnusskrabbe mit 3 Fuß und einem Gewicht von 9 Pfund krabbelt kaum. Wie kann dann eine 6 Fuß große Spinne ihrer Beute nachjagen? Seien Sie ehrlich, zweifeln Sie auch. Ich schon. Aber der Dschungel des Kongo ist kaum erforscht. Gorillas und Okapis galten einst als Mythen. Wer weiß, vielleicht ist der Djebba-Fofi der nächste auf dieser Liste. Oder sind die Größen der Spinnen doch übertrieben und die Geschichten aus der Angst vor dem Unbekannten geboren? Ich denke, es ist notwendig, einen gesunden Skeptizismus zu bewahren, aber dabei die Zeugnisse nicht vollständig abzulehnen. Sie erinnern sich doch an den Slogan: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Geben Sie zu, wenn solche Kreaturen real sind, dann ist Ihr Lebensraum undurchdringliches Dickicht, wo es selbst schwierig ist, eine Kamera herauszuholen. Und inzwischen, vielleicht sollte man beim nächsten Ausflug mehr Insektenschutzmittel mitnehmen. Schreiben Sie bitte in die Kommentare, ob die Wissenschaft aktiver nach dem Djibba-Fofi suchen sollte, oder ist das eine Verschwendung von Ressourcen? Ich persönlich werde beim Spaziergang im Wald jetzt aufmerksamer auf den Boden schauen. Was, wenn die Büsche sich seltsam bewegen? Aber genug von mythischen Monstern. Im Kongo gibt es genug, was einen Menschen töten kann, ohne es überhaupt zu merken. Ich spreche jetzt von einem Vulkan. Wussten Sie, dass am Fuße des aktivsten Vulkans Afrikas eine Gefahr lauert, die in ihrer zerstörerischen Kraft sogar seinen Ausbruch übertreffen kann? Kürzlich habe ich über den Vulkan Nyiragongo gelesen und erfahren, dass sich in seiner Nähe der Kivusee befindet. Ein echtes Pulverfass unseres Planeten. Und ich konnte nicht widerstehen, dies mit Ihnen zu teilen. Stellen Sie sich vor, am Grund dieses Sees sind 72 Kubikmeilen Kohlendioxid und 37 Kubikmeilen Methan verborgen. Um Ihnen das Ausmaß besser verständlich zu machen, das ist 120.000 Mal mehr als das Volumen eines olympischen Schwimmbeckens. Wenn diese explosive Mischung an die Oberfläche gelangt, werden die Folgen verheerend sein. Im Mai 2021 forderte der Ausbruch des Nyiragongo das Leben von Dutzenden von Menschen, zerstörte Dörfer und zwang 450.000 Menschen zur Evakuierung. Aber, Freunde, das ist nur ein Teil der Geschichte. Es schien, als hätten die Behörden das Problem gelöst, doch die größte Bedrohung des Kivusees bleibt bestehen. Wissenschaftler nennen dies eine limnologische Katastrophe. Und ehrlich gesagt würde die Freisetzung eines solchen Gasvolumens alle Bemühungen der Menschheit gegen die globale Erwärmung zunichte machen. Die Wissenschaftler sind sich immer noch nicht einig, wie man die Gase sicher entfernen kann, da es auf der Erde nur 4 solcher Seen gibt und den Forschern einfach die Daten fehlen. Aber es gibt auch Hoffnung. Der kanadische Ingenieur Philippe Morkel ist überzeugt, dass wenn man in 50 Jahren 90% des Methans abpumpt, das Katastrophenrisiko um 90% reduziert wird. Allerdings ist das nur eine Theorie. In der Zwischenzeit überprüfen Wissenschaftler wöchentlich den See. Leider sind die Gasvorräte seit 1975 um 15% gestiegen. Die Zeit zum Nachdenken wird immer knapper. Glauben Sie, dass die Menschheit in der Lage ist, diese tickende Gasbombe zu zähmen? Oder werden wir erneut der Natur gegenüber machtlos sein? Schreiben Sie Ihre Antworten unbedingt in die Kommentare. Nun, Freunde, ich hoffe, euch hat meine Erzählung über eines der Länder des schwarzen Kontinents gefallen. Und ihr habt etwas erfahren, wovon ihr zuvor keine Ahnung hattet. Übrigens, schreibt in die Kommentare, was euch am meisten erschreckt hat. Die Erzählung über menschliche Gier und abgetrennte Hände, die mysteriösen, legendären Nachkommen der Dinosaurier oder das Rätsel der Reptilienmenschen. Oder vielleicht doch der See, der bereit ist, Tonnen von Kohlendioxid in die Erdatmosphäre zu schleudern. Wenn dieses Video euch zum Nachdenken gebracht hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn es euch erschreckt hat, teilt es. Einige Geheimnisse sind zu gefährlich, um sie allein zu bewahren. Und ich werde zum Abschluss dieses Videos nur noch einmal den Satz wiederholen, der einst berühmt wurde: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Erinnert ihr euch daran?